Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect 3. Ja, die letzte Mission war ja nur eine halbe, aber trotzdem müssen wir gerade mal runter zu Chief Engineer Adams, weil der wohl mit uns sprechen will. Das hat uns zumindest die junge Dame da vorne gesagt. Im CIC, ich habe gerade ihren Namen vergessen. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Engineer Donnelly is correct. The Normandy SR-2 was completely spaceworthy prior to my installation. See, Edie agrees with me. Edie's mind and the Normandy are a whole entity now. You couldn't just move the processors in the AI core to another ship. Engineer Adams is correct. Processes that contribute to my self-awareness are spread throughout the ship. See? Edie agrees with me. But unlike Edie, our brains couldn't have existed without our bodies. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition of life. Joker pilots the Normandy. He doesn't take over Edie's body when he does that. When Edie controls the ship, she's piloting, just like Joker. Edie doesn't pilot the Normandy, she is the Normandy. No, she's a passenger in the Normandy, just like us. The ship was a spacefaring vessel before Edie even existed. Okay, ja, wir haben alles gehört, aber hey, wen soll ich denn jetzt unterstützen? Ist Edie das Schiff oder ist Edie ein Passagier auf dem Schiff? Edie, was bist du? Ich würde sagen, sie ist eher ein Passagier, weil man könnte sie entfernen. Sie würde es vielleicht nicht überleben, aber das Schiff wäre trotzdem ein Schiff. That is a requisite from being organic. You have to look beyond that limited definition. The Normandy is a ship. Edie is a collection of processing hardware contained in that ship. Those are two separate things. Das meine Doesn't the ich. existence of the Reapers contradict that? So what do you think, Edie? Are we more than our thoughts? I'm done. Any more of this and my head's gonna explode. Okay. Commander, remember the problem I mentioned? About a core overload possibly venting into the engineering compartment? Daniels, Donnelly, Edie, and I have been brainstorming and comparing notes. You see, the venting occurs when IES sinks are in a back cycle. At the same moment, the main core is at peak draw, such as from sustained kinetic. What Kenneth means to say is that we're pretty sure we can make the system safer. We just need a GX-12 thermal pipe. Unfortunately, we're cut off from Alliance supply chains. Could you keep an eye out for one the next time you're on the Citadel, Commander? I've got the specs right here. I'll look for one next time we go to the Citadel. Thanks, Commander. Oh, alles klar. Also eine kleine Nebenmission, um das Schiff zu verbessern. Können wir machen. Wir könnten allerdings auch eventuell, ich guck mal gerade, vielleicht haben wir den Shop ja schon gefunden. For your shuttle being so stealthy and all, you sure do get shot at a lot. Well, the UT-47A stealth systems only internalize heat and high-band emissions. So while few sensors can pick us up, our cover is blown as soon as someone looks up. Time for an upgrade. Most scanners and tracking systems don't operate in mid-range frequencies. Sure, maybe we've been shot at, but we haven't been shot down. Yet. Lucky for us, you're almost as good a pilot as you think you are. Well, yeah. There's that too. Alles klar. So, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Armor, SMG, dann, was ist das? Ne. Gauntlets, ne, brauchen wir auch nicht. Auch nicht. Sirta gibt's gar nichts mehr. Kessa. Gar nichts. Igor, Spectre Requisitions. Nee. Was ist das? Egil Thermal Conduit. Gekauft. Ich weiß doch nicht wofür. Ah, das wird, glaube ich, das war, glaube ich, für diese Nebenmission. Moment, da gucke ich gerade nochmal ins Journal. Hier, Improved Power Grid, genau. Das wird das doch sein. Das heißt, wir müssen gleich nochmal zur Citadel zurück. Alles klar. Sir Kesh certainly offered me a new experience. Okay, ja. Normally I'm not one to fly co-pilot, but when an 800-pound Krogan requests to take control of your shuttle, you comply. Probably wise. Hallo? Rex is a badass. I bet he's got some real interesting stories to tell.
Da kannst du aber für. Aber wo ist er denn? Ist er denn auf dem Schiff? Ja, stimmt, der ist ja in diesem Kommandozentrum da. Okay, aber die wollen jetzt erstmal nicht so richtig mit mir reden. Ich hatte eben noch eine neue Waffe. Sekunde, da wollte ich gerade mal nachschauen. Genau, das ist nämlich eine Assault Rifle gewesen. Vindicator, Maddock, Faceton. Ne, die M9 hatte ich doch. Naja, stopp. Gar keine. So. Submachine Gun. Ja, genau, wusste ich. Also dachte ich mir, dass das eine Submachine Gun ist. Sehr gut, dann, also was heißt sehr gut? Dann können wir die halt nicht brauchen. Wohin? Ich würde sagen, wir könnten nochmal gucken, ob wir mit den Leuten reden können, aber da und da war ich schon. Nochmal aufs Crewdeck, warum nicht? Da können wir uns nochmal umschauen. Frau Doktor müsste hier eigentlich noch rumlungern, jawohl. Commander. Hat aber nichts zu sagen. Ah, sehr schön. Ja, die Normandy ist ja wieder ein bisschen größer geworden, habe ich, oder? Kommt mir das nur so vor. Weil irgendwie im ersten Teil kam sie mir sehr groß vor. Im zweiten Teil dann ein bisschen kleiner. Vielleicht aber auch nur, weil... What were you doing before we met up here? Oh, you know, this and that. Come on, spill it to Sony. Very well. I fought several explosive battles with Cerberus. I helped Shepard stop a robotic assassin on Mars. Oh, and I discovered plans for a Prothean doomsday device that were buried for 50,000 years. Yeah, so just this and that, huh? Okay. Turians on a secret mission to Tuchanka, huh? No one told me anything about it. Hello, Shepard. Hey, alles fit bei euch? Aber keiner will mit mir reden. Keine Gespräche Archangel. in der Crew. You heard about that, huh? Your sojourn on Omega generated quite a few articles, not to mention security footage. There's one thing I couldn't dig up, though. Did you really take out 3 Blue Suns mercenaries with 1 bullet? No, of course not. The third guy had a heart attack. Not fair to count him. Okay. So viel dazu. Okay, wir gucken uns aber trotzdem mal um. Also Garrus ist natürlich jetzt nicht da. Und Liara auch nicht. Trotzdem wollen wir hier mal reinschauen. Ja, hi. Dessenthalben. Ja, gibt es aber keine Upgrades. Hier gibt es auch nichts Neues. Nix zu holen, nichts zu wollen. Sprechen wir nochmal mit Mordin. Würde ich mal sagen. Oder versuchen es. Ich nehme an, dass der auch nicht mit mir sprechen will. Shepard, Doch. Eve ready for travel to Tuchanka. Ne, ich glaube, das hatten wir alles schon. We'll be here if you need me. Continuing to study Shroud in meantime. Das hatten wir alles schon. Vielleicht können wir nochmal mit ihr sprechen, aber erstmal gucke ich mich hier ein bisschen um. Da ist noch gar nichts. Something else, Commander? Nee, ich wollte gerade sagen, mit ihr hatten wir ja auch schon gesprochen. Nee. Thanks for talking to me. Lassen wir es gut sein. It's my pleasure, Commander. Lassen wir es gut sein. Finde ich ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass man, wie im zweiten Teil, das nach wie vor mein Lieblingsteil ist, da ein bisschen mehr mit den Leuten sprechen kann, aber na gut. Look at that galaxy map. Do you know how many strategy games are built from that interface? You play strategy games? A few. Most are too flashy though. I prefer chess. I have a set made from rose quartz and hematite back home. I like the feel of something solid in my hands. Well, now that I know your weakness, we may have to try a game. It'd be more fun than playing Edie. Edie doesn't sweat. You sweat playing chess? Depends on how much fun we're having. Reden wir noch über Schach? Egal. Email. My project. From Liara. Shepard, I've been working on something I'd like to show you. Can we meet in your quarters when you have a moment? Okay. Okay. Ich hatte eigentlich vor, das auszulassen, aber... Dann, invite Liara. Alles klar. Liara, you had something you wanted to discuss in my cabin? Yes, I'll be right up. Was ist das? Und die Musik, ist die nicht aus... Come on in. Thank you. Could we sit?
I've been thinking about the knowledge we gathered on the Reapers, and how easily it could be lost again. So, I put a plan in motion to preserve things for the future. What's this? A record of the galaxy. Information on the Reapers, relays, different cultures, and blueprints of the Crucible. But there's one entry I wanted your opinion on. Which one? Your own. I'd be honored to have your input. How would you like history to remember you? You know me well enough to fill in the blanks, Liara. Are you sure? Yeah. I'd like it to be your call. All right. Let's begin with the fact that Earth's most famous officer was born and raised in space. Shepard was also a deadly tactical fighter. Most enemies never saw him coming. He was a soldier and a leader, one who made peace where he could. And it was a privilege to know him. Careful this doesn't sound like a diary. I can't help myself. You're a good friend, Shepard. You've been there for me too, Liara. No, I haven't. I wish I could have joined you back on Ilium. You made up for it. Well, I suppose I did just write your name in the stars. Okay. Seltsame Begegnung. Aber gut. Moment, unsere Fische sind aber immer noch wohlauf. Wir hatten mittlerweile ein paar mehr. Ich will die gerade nochmal füttern. Ja. Ach, herrlich. So ein Aquarium auf einem Raumschiff. Der pure Luxus. Okay, dann kann es ja jetzt mal weitergehen. Wir schauen uns die nächste Mission an. So, genau, die Bombe hatten wir noch. Und Investigate Cerberus Place. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Sollen wir das zuerst machen oder sollen wir das zu... Nein, stopp. Nein, Moment. Okay, ich hatte gerade dieses Teil gekauft, beziehungsweise ich glaube in der letzten Folge. Und ich hatte gerade überlegt, ob ich das Engineer Adams bringen soll, aber das muss, glaube ich, auf die Citadel. Da muss ich eh nochmal hin zurück. Ja, ich glaube, ich frühstücke erst Tuchanka ab und dann geht's zurück zur Citadel. Aber was machen wir zuerst? Cerberus Presence oder Locate Bomb? Ah, ich weiß es nicht, bleiben wir mal bei der Mission, die wir eben schon mal angefangen haben. Wir nehmen nochmal Garrus mit und wir nehmen wir mal Liara mit. Garrus nehme ich mit, weil er Turian ist. Und ich glaube, dass der da richtig am Platz ist, sozusagen. Was haben wir denn hier? Submates? Squadmates, nicht Submates. So, das wollte ich, genau. Wunderbar. Normandy Shuttle, this is Lieutenant Victus with the 9th Platoon. Do you copy? We hear you, 9th Platoon. We're approaching the bomb site, Commander. Getting bounced around pretty bad. This is as close as we get, Lieutenant. Look for somewhere to set your platoon down. Copy that. Talk to me about this Cerberus bomb. It's not Cerberus, Commander. It's Turian. What do you mean, Turian? It was planted centuries ago, after the Krogan rebellions. The bomb was a safeguard against another galactic war. Brutal, but it makes a certain kind of sense. Put the Krogan down hard if they tried anything. You won't earn trust with tactics like that. But right now, we focus on disarming that bomb. Yes, but Cerberus found it. Detonation means all-out war between my people and the Krogan. Right. Where is it? Those buildings ahead. Cerberus brought equipment to dig it up. The 9th Platoon will cover your flank, Commander. With all this activity, the Krogan have to know something's up. Then we can't fail, Commander. Copy that, Lieutenant.
Hallo? Und los geht das. So, Moment. Erstmal wieder mal eine Munition draufpacken. Was nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Disruptor Ammo. Und Abmarsch. Oh Mann. Das ist ja richtig Krieg hier. Was ist denn da los? Deckung. Ah, da sehe ich doch einen. Jawohl, ja. So, und weiter geht's. Alter, was für eine Hektik. Ah, Moment. Scheiße, der ging natürlich voll daneben. Der ging natürlich voll daneben. Okay, ja, ich fürchte auch stehen bleiben ist eine schlechte Idee. Und vorrücken. Shepard, we need to keep moving. Ja, schon dabei. Schon dabei. So, ein bisschen Munition könnte ich noch brauchen. Komischerweise hat jetzt die Bombardierung aufgehört, oder was? Na gut. Sehr gut. So, weiter geht's. Shotgun Blade Attachment, okay. Für erhöhten Melee Damage. Hau ab mit den scheiß Granaten. Wow. Oh. Au. Hey. Das ist aber nicht nett. So, Combat Engineer ist natürlich scheiße. Und der muss auf jeden Fall irgendwie unschädlich gemacht werden. Wir bauen nämlich diese verdammten Türme auf. Die sind mir viel zu stark. Ja, super. Da ist schon so ein Turret. Oh, stopp. Moment, der hat Schilde. Ah, scheiße. Achte. Oh ja. So, weg mit den Schilden. Ja, irgendwelche Gauntlets, ist klar. Wo? Ich sehe nichts. Hier oder was? Achso. Da liegt doch was. 5000 Credits. We defeat the Krogan and then plant a bomb on their planet. Pretty extreme, but those were desperate times. Ja, dass du das verteidigst, war klar. To lose everything in a flash. It's monstrous.
Dass Garrus das verteidigt, war klar. Good work, Lieutenant. Scheiße! Der ging daneben. Ja, komm raus. Scheiße. Wo ist er hin? Copy that. Okay, weiter geht's. Auch nicht schlecht, mal so ein Häuserkampf. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so oft. Ups, Pistol Scope? Weiß ich nicht. I don't like the sound of that. What the? Du fliegst nicht ab. Was war das denn? Wieso verpissen die sich denn jetzt? Das ist aber kein gutes Zeichen. Cerberus is leaving. Jawohl. Nice. Oh, nice. Agreed. Let's go. Den hat er hier runtergeschubst. Auch nicht übel. Wusste gar nicht, dass das geht. Die hauen echt ab. Also schnell rauf da. Irgendwas geht hier vor sich. Das ist die Bombe? I hope Victus knows what he's doing. We won't get a second chance. We gotta move, Shepard. Commander, we're entering the bomb site. Moving towards the control station. Ach, da geht's lang. Roger that. We're on our way. Was ist das für eine Riesenbombe? Wie kann man die denn verstecken, bitteschön? Und warum sind die Texturen gerade so elendig langsam nachgeladen worden? Das war nicht schön. I don't think so. I'm guessing they'll bring out the big guns. Ja, das meine ich ja. Irgendwas ist da im Busch. Die hauen nicht einfach so ab. Nie im Leben. Die haben was vor. Irgendwas haben die vor. Was ist das denn hier? Ah, ein bisschen Geld noch. Oh, scheiße, der hat schon wieder so ein Turret aufgebaut. Okay, den machen wir gerade mal fertig. Gar kein Problem. Hat uns aber aufgehalten, so wie es anscheinend geplant war. Okay, weiter. Damn it. Cerberus has a head start. We're close. Come on. I'm at the control panel, Commander. Cerberus set up a firewall around the trigger mechanism to slow us down. I need to create a bypass. That'll take time. Na, klasse. But like you said, no trigger, no explosion. We'll make sure you have the time you need, Lieutenant. Understood. Starting bypass. And thank you for making sure I get this chance. Just make it right, soldier. Au. Sniper. Commander! Focus on the bomb. We'll handle Cerberus. Irgendwo ist ein Sniper. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Clear. Okay, wir dürfen also keinen vorbeilassen. Das kriegen wir hin. Hoffe ich. Oh, Munition. Ich darf Munition nicht vergessen. Okay, zurück. Gucken, dass hier auf keinen Fall jemand durchkommt.
Okay, kein Problem. Alles unter Kontrolle hier. Oh, da hinten. Da hinten. Ja, das habe ich gerade gemeint. Da hinten landet ein Shuttle. Oh. What the fuck? Was habe ich für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Okay. Ich habe gerade die Hydra aufgesammelt. What the fuck? Alter, was war das denn? Okay, das war die Hydra. Ich dachte... Hatte nur einen Schuss. Die hätte ich vielleicht sinnvoller einsetzen können. Aber gut. Oh, ein Atlas. Oh. Ja, Sekunde. Sekunde. Hier Disruptor-Ammo draufpacken. Und dann... ja. Die brauchen aber auch ewig, um ihre Fähigkeiten neu aufzuladen. So, jetzt setzen Schilde weg. Andere Munition drauf. Diese Warp-Ammo, genau. Okay, irgendwie buggt der gerade rum. Der bewegt sich einfach nicht. Na gut. Haben wir es ein bisschen einfacher. Da liegt Munition. Die muss ich mir gerade mal schnappen. Oh, he's taking fire. Oh, zurück. Gar nicht gut. War's das? Ich hoffe, das war's. Ja, ich glaube, viel weiter zurück können wir gar nicht. Das war nicht gut. Ein bisschen hat er tatsächlich verloren. Scheiße, diese verdammten Rauchgranaten. Wo ist er? Da ist er. Mist. Und? Ja, und weiter so. Scheiße. Cerberus hacked the trigger mechanism. It's set to detonate. Disarm it. No time. Warum hat Shepard... Separate the trigger from the bomb. Now. Cover me. Tja, und jetzt? Lieutenant! Victory. At any cost. I've got radio chatter coming in from Krogan forces planetside. Sounds like they started sweeping out the remaining Cerberus troops. Hate to be the guy who told the Krogan about that surprise package. You get out all right? Sounds like it got ugly down there. The Turians took a lot of casualties, Joker. The Primarch's son included. Understood, Commander. Joker out. He never hesitated. Whatever he was before,
he'll be remembered for this. What will the Turians think about this, Garrus? Hard to say. Sacrifice and more is expected. He did us proud, but we're a hard bunch to please. Living your life for the cause. Society first, platoon first. It's all just expected. He did what he had to do when it counted. Yes. Yes, he did. Good work on Tuchanka, Commander. Stopping that bomb prevented the war between the Turians and the Krogan. We can't afford that kind of division right now. Joker said the Krogan are recovering the bomb. They moved in, won't allow Turians to send in recovery crews to help. Understandable. The situation is fragile at the moment. With Rex and the Primarch aboard the Normandy, you've got a situation brewing. We don't have a solid alliance between those two yet. Keep the peace, Commander. That's an order. Yes, sir. Heck it out. We couldn't risk another galactic war with the Krogan. The genophage wasn't enough? You had to plant a bomb on my planet? The decision was made hundreds of years ago. So much has changed. Not enough to tell us about the bomb, coward. Hey! We can't let the past rip us apart. Working together, we have a chance. Primarch, you had a bomb on Tuchanka. And Rex, in the Turians' place, you would have done the same damn thing. Shepard. It's over. His own son died today, making this right. Please, Commander. It's all right. Yes, fine. Shepard, you made your point. We have stronger enemies to face. We do. I understand your reservations before, Commander, but I hope you now understand the secrecy. Secrets get people killed. You've learned that the hard way. Yes. The hardest lesson I'm ever to learn, Commander. My son, he died with the respect of his men. I wanted to thank you for that. His sacrifice will be recorded in the histories of the 9th Platoon. Something any father would be proud of. Yes, sir. Wunderbar. Hätten wir den Krieg auch verhindert. Bleibt nur noch ein Krieg übrig. The Turians pull another move like that, Shepard, and this alliance is off. Just bear with me, Rex. This is hard for all of us. I've got Reapers on my planet, a bomb that almost blew up my planet, and if those two fail, the genophage to make sure we all go extinct anyway. I don't want to hear about who has it hard. Understood. Good. Is there something you need? That's it for now, Rex. Let's get back to work. Anytime. Hat er nicht ganz unrecht, der gute Rex. Again, Commander, thank you for ensuring my son died with honor. It's all a Turian father can hope for. Naja. But this is war. The time for mourning is later. Is there something you need? Despite everything, Primarch, I'm sorry for your loss. Thank you, Commander. And I know I'm not the first to lose their son to this war. Needless to say, I'm committed to stopping the Reapers. That's all. Of course, Commander. Na schön, okay, dann wollen wir die Folge mal beenden. Ist eh schon viel zu lang. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat und über einen Kommentar freue ich mich natürlich immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.